So, heute möchte ich euch ein Tutorial zeigen, wie man eine Fairy-House-Teekanne modelliert. Ich würde mal sagen, für Anfänger ist es nicht so unbedingt geeignet, aber auf jeden Fall ein Versuch wert, weil es macht natürlich Freude. Wenn die Kanne dann später nicht dicht ist, kann man sie natürlich auch als Deko benutzen. Klar. Also ihr seht, ich nehme eine Styropor-Halbkugel, lege eine Platte Ton darüber und verstreiche die richtig schön fest, mache sie auch ein bisschen länger schon, weil ich das dann brauche für unten drunter. Ne? Ihr seht es ja, ich mache das ein bisschen breiter, das ist ein sogenannter Wellenrand, den ich daran mache. Und jetzt setze ich das von dieser Halbkugel auf diese Platte. Das ist hier ein Schnellverfahren. Ich habe die leicht angetrocknet. Man sieht es dennoch noch weich, wie verrückt weich. Und setze die jetzt da drauf, verbinde die mit dieser unteren Platte miteinander. Mit Schlicker habe ich natürlich drunter gemacht und verbinde die jetzt mit der unteren Platte. Das dauert halt alles, ist ein kleiner Prozess. Ne? Jetzt schneide ich diese Kanne aus, irgendwie, Wellenrand. Ich bin da nicht so, dass man das immer alles mit Schablone machen muss. Wenn man das frei Hand machen kann, einfach ringsrum eine Welle abschneiden. Jetzt nehme ich so einen schönen Keksausstecher und schneide da oben ein Loch in meine Kanne. Zum einen muss man ja da Tee reinfüllen und zum anderen brauchen wir ja einen schönen Deckel. Der darf jetzt auch nicht kaputt gehen, den brauchen wir noch. Und dann wird innen erstmal alles verputzt ordentlich, wie man da reinkommt mit irgendwelchen Gerätschaften, die man hat, mit einem Pinsel, mit diesen Modellwerkzeugen, ja, genau, Modellierwerkzeugen, so heißt es, Modellierwerkzeugen, die könnt ihr nehmen dafür, bis das dann da alles so schön dicht ist. Jetzt nehme ich diesen Deckel, genau diesen, den ich da oben ausgestochen habe und drücke den mit dem Daumen einfach ringsrum ein bisschen breiter. Habt ihr das gesehen? Ringsrum einfach ein bisschen breiter drücken, so passt er dann da oben drüber und dann machen wir unten drunter noch einen kleinen Ring, den wir da ansetzen, dass der dann halt nicht runterrutscht von der Kanne. Das ist ja wichtig. Deswegen machen wir da jetzt keine Innenkante, sondern machen in den Deckel einen Ring. Seht ihr das? Ich setze jetzt da drauf, verschmiere das wieder alles, verschlickere das alles ordentlich, schneide ihn nicht so, dass er nicht so ewig lang ist, aber so, dass er halt da reinpasst. Versäubere das alles ein bisschen und dann passt er da rein. Wunderbar, der Deckel ist schon soweit. So, jetzt müssen wir das ganze System von der Platte unten abschneiden, was auch immer nicht so ganz einfach ist. Wer das nicht so sich traut, der sollte das gleich auf Papier setzen oder so, damit das da in Ruhe trocknen kann. Da passiert dann auch nichts. Auf Holz ist das immer ein bisschen schwierig, andere Platten sind noch schwieriger. Also Plastik und so, da klebt das noch mehr an. Jetzt machen wir als nächstes die Tülle, weil die Tülle ist ja auch ganz wichtig. Ich nehme nur so ein Kurzhilfswerk wie Papier, um zu wissen, wie dick ich es haben will. Das ist aber nur so ein kurzer Test. Ansonsten nehme ich eine große Platte, schneide mir die so wie so ein Dreieck möchte ich ja haben. Eine Tülle ist ja unten breiter und oben schmaler, wie ihr wisst. Und dann verschmiere ich diese Platte ordentlich. Und das ist jetzt eigentlich viel zu lang für diese Kanne. Aber ich mache immer alles ein bisschen länger, damit ich es biegen kann, wie ich das gerne hätte. Das ist wichtig bei einer Kanne, weil ransetzen ist immer ein bisschen schwierig. Abschneiden geht immer einfacher. Und da unten, wenn man die ganz unten ansetzt, die Tülle, ist das auch eine perfekte Tülle beim Benutzen. Um der Einfachheit halber zu zeigen, schneide ich jetzt kein Loch rein. Oder doch? Doch, ich habe ein Loch. Ich wollte erst nur, also man kann auch einfach nur kleine Löcher reinschneiden, das hatte ich vorher vor. Und damit ich aber das besser versäubern kann, habe ich es dann doch gemacht, weil die Kanne ziemlich groß ist. Aber es reichen auch Löcher und dann könnt ihr das von außen ansetzen und von außen verschmieren. Und ich habe es jetzt aber mit einem Loch gemacht, so kann man es auch von innen noch schön ordentlich verschmieren, alles verkeilen, damit es wirklich super gut abläuft. Man setzt es schräg an, also man schneidet eine Schräge, damit die Kanne nach oben kommt. Das ist ganz wichtig. Ansonsten hat man danach eine gerade Tülle und kann die Kanne eigentlich nicht so sehr gut benutzen. Jetzt wird sie ein bisschen angeraut, weil mein Korpus schon ein bisschen trocken ist, deswegen raue ich das dann auch ein bisschen an. Mache da danach auch ein bisschen Schlicker, habe ich schon drauf gemacht und verschmiere das jetzt. Das sieht jetzt aus wie ein Elefantenrüssel.
So sieht das wirklich aus. Jetzt wird das ist das Komplizierte, der ist ja weich, die Kanne ist weich, alles ist weich. Jetzt müssen wir das irgendwie so hinstellen, dass erstmal nix passiert und wir den Rest erstmal verschmieren können. Ich mache dazu kleine Würstchen, roll die und verschmiere die ringsrum mit Schlickerwasser. Ich hau das immer kurz ins Wasser oder in den Schlicker, das sieht man jetzt leider nicht, aber das habe ich natürlich immer irgendwo mit Schlicker eingeweicht und verbunden und damit das dann auch nachher hält. Das ist ja unser typischer Kleber für die Keramik. Schlicker, also flüssiger Ton mit Wasser, das ist unser Kleber. Genau, das verbinden wir jetzt alles miteinander. Es ist eine ganz wichtige Arbeit, damit das Ding danach nicht abfällt. Und dann wird es noch kürzer geschnitten. Das bleibt nicht so lang. Das ist so ist die wirklich super perfekt und die Kanne gießt tadellos. Ich verhübsche sie jetzt ja noch, weil wir ja eine schöne Ferienhaus, also eine Feenhauskanne machen. Also ein kleines Häuschen soll das werden mit Blümchen und Girlandchen und so weiter. Und nehme dazu kleine Keksausstecher und steche die Blümchen aus und klebe die ringsherum. Jetzt, ihr seht, es ist immer noch weich wie verrückt. Da hat sich noch nicht so viel getan. In ein paar Minuten, wenn man mal die Blümchen da drauf klebt, da passiert dann noch nicht so viel. Aber wir machen jetzt aber einfach weiter. Wir wollen ja die Kanne noch ein bisschen dekorieren. Also machen wir noch ein bisschen ein Fenster und eine Tür und machen da einen kleinen Rahmen ringsrum, dass man auch erkennt, dass es da nachher eine Tür ist. Wir können ja da wunderbar mit dem Ton eine Ferienhaus in 3D-Technik arbeiten, so rum, nicht im Ferienhaus. Und eine 3D-Technik. Und da macht man jetzt halt so ein bisschen Schnickschnack ringsrum. Ja, also bei mir ist der Rest dann immer viel mit Malen, aber ein bisschen so in 3D-Optik kann man ja sehen. Jetzt mache ich eine kleine Schnecke, seht ihr das? Die wird da jetzt da oben drauf gesetzt und da kommt jetzt noch ein Fensterrahmen für ein Fensterchen und dann kommen da Blümchen und Girlanden oder wie sagt man dazu? Efeu oder irgend sowas. Grünzeug halt. Grünzeug kommt da noch an die Kanne. Blümchen, immer ringsherum. Blümchen, 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 Blümchen. Manchmal modelliere ich sie nur so. Man kann das auch wunderbar mit diesen Fondant-Ausstechern machen. Jetzt seht ihr das. Ich habe das vis-à-vis genommen von der Teekanne, vom Deckel geradeaus. Müsst ihr wie ein Lineal hinlegen. Und da muss die Tülle abgeschnitten werden. Ansonsten ist sie zu lang oder auch zu hoch. Wenn ihr dann ausgießen wollt, ist das schwierig. Also ich habe immer wieder die Hand dran gehalten, weil mir reicht dann halt die Hand. Das war immer noch nicht ausreichend, genau. Deswegen schneide ich immer dann Stück für Stück ab, bis ich diese Höhe habe, dass das für diese Kanne reicht. Also ihr müsst immer, ich habe es halt leider nicht gezeigt, immer so gerade die Hand drauflegen bis zum Deckel drauf und das muss eine Höhe sein. Das ist wichtig. Eine Höhe muss das sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und dann, wenn die dann höher ist, ist das schwierig. Dann kommt auch manchmal oben aus der Deckelöffnung was raus. Deswegen musst du da wirklich drauf achten, dass die ungefähr gleich hoch ist. Kommt da nicht auf Millimeter an, aber ungefähr gleich hoch muss sie schon sein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann kann man die noch ein bisschen formen, die Tülle, damit sie auch wirklich nachher perfekt gießt. Perfekt ist immer, wenn sie vorne ein bisschen spitzer ist und ein bisschen eine Neigung nach unten hat, sodass der Tropfen unten hängen bleibt. Das ist eigentlich ganz wichtig an so einer kleinen Kanne. Und eine kleine Kanne ist ja auch witzig. Und dann ist das eine perfekte Tülle. Jetzt mache ich hier wieder das gleiche wie von der anderen Seite. Ich mache ein paar Fenster ran, ein bisschen anders, dass man auch immer sieht, dass es wirklich Handarbeit ist, dass es keine Industriefertigung ist. Deswegen sieht das dann immer auf jeder Seite ein bisschen anders aus. Und modelliere da ein paar Blümchen ran. Das sind wirklich einfach nur kleine Flecken Ton. Also ich habe jetzt keine Ausstecher genommen, gar nichts. Einfach nur freihand ausgeschnitten und die Fenster auch freihand ausgeschnitten, draufgeklebt mit Schlicker. Und wie gesagt, bei solchen Sachen muss man nichts unten anrauen. Das hält so, da passiert nichts. Da passiert gar nichts, muss man nichts machen. Das ist wunderbar so. Jetzt sieht die Kanne doch schon ganz passabel aus, würde ich doch mal sagen. Ich muss immer ein bisschen nachrichten, da muss ich immer noch ein bisschen überlegen, was ist denn beim Ferienhaus noch wichtig. Da sind noch ein paar Blümchen, dann male ich dann noch eine
eine Schnecke, glaube ich, und ein Marienkäferchen kommt da noch drauf, sodass das genau, da kommt ein Marienkäfer drauf und dann sieht das schon gleich aus wie eine kleine Wiesenkanne ohne Farbe. Die wirkt ja dann erst durch die Farbe. Ah, eine Biene setze ich auch noch drauf. Genau, eine Biene. Es ist schon eine Weile her, als ich die gemacht habe. Die Kanne. So, und jetzt mache ich, glaube ich, die Deckelornamente, dass man einen Griff hat auf dem Deckel. Ich mag halt diese Schneckenornamentik und versuche da jetzt, in der Natur gibt es das auch, so 'n Gras gibt es, glaube was so wächst, wenn es so, bevor es so hochkommt. Und ich finde, das passt da voll da rein. Steche wieder einen kleinen Blumenausstecher aus und setze die mit Schlicker und Wasser da drauf, auf den Deckel, bis es hält. So, und das Wichtigste ist jetzt der Henkel. Den machen wir auch ganz zum Schluss, weil der muss dann in Ruhe trocknen. Den rate ich immer ganz zum Schluss zu machen. Erstmal den ganzen anderen Zeug, was man braucht so und den Deckel ganz zum Schluss, dass man da nicht mehr rankommt. Das ist immer ganz wichtig. Ich rolle den halt so in 'nem dicken Wurst. Seht ihr das? Ist fast 'n, also mindestens 'n halber Zentimeter dick. Mache da immer eine Rille rein, damit er stabil wird, weil ich mag auch die Kontur einer Rille und dann kommt da auch eine, wie meine Schnecke immer überall zu sehen ist. Ich mache auch viele Henkel so. Seht ihr das? Das ist jetzt das Ende sozusagen von der einen Seite und da wird eine Schnecke gemacht und dann kann man es so ungefähr formen und ich föhne da gar nichts. Ich setze den so weich, wie er ist, da drauf. Verschlickere den und stütze den nachher im Prinzip einfach nur mit Papier. Das ist für mich das A und O. Also, ich forme da, trockne da nichts groß, setze den da wirklich drauf, damit es immer die gleiche Konsistenz hat. Sobald ihr irgendwas antrocknet oder so, ist das immer schwierig dann später, dass das dann da auch hält. Also, da müsst ihr wirklich ganz viel ritzen und machen und dann ist das auch schwierig, wenn das dann weicher ist, die eine Seite. Deswegen mache ich lieber immer alles gleiche Konsistenz, alles muss gleich sein von der Konsistenz. Und ihr seht, der bricht fast zusammen, dieser Deckel, den drücke ich dann nachher noch mal nach oben und dann ist der perfekt und so kann der trocknen. Und wenn der trocken ist, dann bleibt der so, wie er ist. Genau, so forme ich den noch 'n bisschen schöner runder, damit er wirklich so ist, wie er ist. Und dann ist die Kanne schon fertig. Jetzt darf sie in Ruhe trocknen. Und wirken tut sie dann, wenn man sie anmalt. Es ist, also, man braucht für so 'ne Kanne circa 1,5 Stunde. Also, ich brauche für so 'ne Kanne circa 1,5 Stunde, wirklich von der Basis bis zum Ende. Also, wenn man das zum ersten Mal macht, sollte man sich 3 Stunden Zeit nehmen. Das ist jetzt das Endprodukt. So sieht sie aus, die kleine Ferienhauskanne. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal.